Was, wenn die Menschheit einst so mächtig war, dass sie die Götter selbst herausfordern konnte und am Ende dafür büßen musste? Der Turm von Babel, ein legendäres Bauwerk, das sich bis in den Himmel erstrecken sollte, gilt seit jeher als Sinnbild menschlichen Ehrgeizes. Doch steckt hinter dieser alten Geschichte mehr als nur ein Mythos? Die Bibel und der Koran erzählen, wie die Götter, zornig über den Bau des Turms, die Menschen durch Verwirrung ihrer Sprachen voneinander trennten und in die ganze Welt verstreuten. Hinter dieser scheinbar simplen Erzählung könnten jedoch uralte Geheimnisse verborgen sein. Hinweise auf eine Zivilisation, die mächtiger und fortschrittlicher war, als wir es uns heute vorstellen können. Einige Theorien besagen, der Turm war kein gewöhnliches Gebäude, sondern ein Stargate, ein kosmisches Tor zu anderen Welten oder göttlichen Ebenen. Laut sumerischen Texten tauchten in jener Zeit die mächtigen Anunnaki auf, Wesen, die die Menschheit regierten und vor die Frage stellten: Strebt der Mensch nach Göttlichkeit oder wollte er sich gegen die Götter auflehnen? Die Frage bleibt, ob sich die Menschen in ihrer Hybris gegen die Götter erhoben oder nur Wissen erlangen wollten, das über den Horizont ihrer Zeit hinausging. Bis heute finden sich in modernen Bauwerken Symbole des Turms von Babel, etwa in der Architektur des Europäischen Parlaments, die an den biblischen Turm erinnert. Warum wird gerade dieses Motiv in unserer Zeit so prominent dargestellt? Auch Saddam Hussein, der in den 90er Jahren versuchte, das alte Babylon wieder aufzubauen, zeigt, wie zeitlos die Faszination des Turms ist. Eine Warnung an die Menschheit oder ein verschleierter Versuch, altes Wissen zu bewahren? Die Antwort bleibt im Schatten der Geschichte. Der Turm von Babel wird sowohl im Alten Testament als auch im Koran beschrieben. In beiden Texten wollten die Menschen mit diesem Bauwerk bis zum Himmel reichen. Eine kühne Tat, die Gott als Anmaßung wertete. Als Strafe verwirrte er ihre Sprachen und schuf so ein Erbe der Trennung. Diese Geschichte vom Turmbau gilt als Ursprung der globalen Sprachvielfalt und als Symbol des menschlichen Hochmuts. Doch was war der wirkliche Grund für den Bau? In jüdischen und muslimischen Traditionen tritt die Figur Nimrod auf. Dieser mächtige Herrscher vereinte die Menschen und rief sie auf, sich über ihre sterbliche Natur hinaus zu erheben. Man sagt, Nimrod wollte die Menschheit vereinen und die göttlichen Gesetze überwinden, indem er die Erde zum Zentrum der Macht machte. Der Name Babylon selbst verweist auf die Ambition, sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Bab-Il bedeutet Tor zu den Göttern und könnte laut Forschern auf eine Art Stargate hindeuten. Diese Interpretation deutet an, dass die Menschheit vielleicht Zugang zu einer anderen Ebene der Existenz suchte. Mythen anderer Kulturen verstärken diese Vermutung. In den sumerischen Texten tauchen die Anunnaki auf, mächtige Wesen, die angeblich aus einer anderen Welt kamen und die Menschheit regierten. Einige Forscher wie der Autor Zecharia Sitchin behaupten, diese Götter hätten die Menschen gezielt zurückgehalten, um ihre Vormachtstellung zu sichern. Der Turm von Babel könnte somit das Symbol eines uralten, verbotenen Wissens sein, das die Menschheit nur unter äußersten Risiken erlangen konnte. Es heißt, die Menschheit sprach einst eine gemeinsame Sprache und lebte in einer vereinten Kultur. Diese Vorstellung wird in biblischen und koranischen Texten als eine harmonische Ära beschrieben, in der die Menschen gemeinsame Ziele verfolgten. Mehr als eine Verständigungsebene war diese Sprache ein Symbol für die geistige und kulturelle Einheit. Die Menschheit schien auf Wissen und Weisheit auszurichten. Vor der großen Flut, die ebenfalls in vielen antiken Schriften wie der Bibel und den sumerischen Texten auftaucht, soll die Menschheit bereits über außergewöhnliche Technologien verfügt haben. Die Überlieferungen sprechen von einem fortgeschrittenen Wissen, das in Architektur und Astronomie gipfelte. Religiöse Texte deuten an, dass dieses Wissen möglicherweise eine Bedrohung für die göttliche Ordnung darstellte, weshalb es durch die Flut zerstört wurde. Moderne Verbindungen zum Mythos des Turms von Babel zeigen sich auch in jüngster Zeit. Saddam Hussein etwa ließ in den 90er Jahren Babylon wieder aufbauen, investierte Millionen und schickte Tausende von Arbeitern in die Region. Nach dem Sturz seines Regimes durch die USA verschwanden jedoch antike Manuskripte und Tafeln aus dem Irak, angeblich von amerikanischen Spezialeinheiten entfernt. Hatten diese Dokumente Informationen über das alte Wissen Babylons, das die Menschheit einst vereinte? Dieser Gedanke bleibt ein Mysterium, doch die Faszination des Turms lebt weiter. In den alten Texten finden sich oft Hinweise auf mächtige Wesen, die über die Menschheit herrschten. Die biblischen Elohim werden als Götter interpretiert, doch einige Forscher, wie Zecharia Sitchin, sehen in ihnen möglicherweise außerirdische Wesen. Diese Theorien der alternativen Geschichtsforschung besagen, dass die Elohim oder Anunnaki eine Art Wächter waren,
die über das Wissen der Menschheit wachten und es bis zu einem bestimmten Punkt weitergaben. Die sumerischen Schriften erzählen von den Anunnaki, die aus einer anderen Welt gekommen sein sollen, um über die antike Zivilisation zu herrschen. Ihnen wird nachgesagt, dass sie die Menschheit als Diener sahen und sich bedroht fühlten, als die Menschen versuchten, göttliche Macht zu erlangen. Der Götterkrieg, der in den Mythen beschrieben wird, erscheint in verschiedenen Kulturen. Der Konflikt zwischen den Menschen und den Anunnaki könnte den Menschen deutlich gemacht haben, dass das göttliche Wissen nicht ohne Preis zu haben ist. Ob die Anunnaki und Elohim nun wirklich göttliche Wesen oder vielleicht doch nur mächtige Herrscher waren, bleibt unklar. Doch das Bild dieser übermenschlichen Figuren ist in vielen Mythen tief verankert. Vielleicht waren sie nicht Götter, sondern nur Wesen mit außergewöhnlichem Wissen und Macht, die die Menschheit begrenzen wollten. Die Überlieferung beschreibt den Bau des Turms als anmaßenden Akt, bei dem die Menschen versuchten, göttliche Macht zu erlangen. Gott schritt ein, verwirrte die Sprachen und zerstörte den Turm. Dieses göttliche Eingreifen wird als klare Warnung gegen menschlichen Übermut gewertet. Doch manche Texte deuten an, dass die Götter den Turm als Bedrohung sahen, weil er eine direkte Herausforderung ihrer Macht darstellte. Die Erzählung des Turmbaus könnte auch von einem himmlischen Krieg sprechen. In manchen Interpretationen wird der Turm von Babel als Stargate gedeutet, das der Menschheit Zugang zur göttlichen Sphäre bieten sollte. Der Bau des Turms erscheint so als ein symbolischer Akt des Aufstands, bei dem die Menschen sich gegen die göttliche Ordnung erhoben und den Kosmos durchdringen wollten. In Mythen wie dem Mahabharata oder den sumerischen Texten wird von gewaltigen Zerstörungen berichtet, die an atomare Angriffe erinnern. Die verwendeten Waffen richteten unermesslichen Schaden an und ließen die Erde verwüstet zurück. Diese Parallelen zur Zerstörung des Turms könnten verdeutlichen, wie weit der menschliche Wissensdrang die Götter einst herausforderte und warum er schließlich niedergeschlagen wurde. Der Mythos des Turms von Babel scheint auch heute noch von großer Bedeutung zu sein. Viele Verschwörungstheorien behaupten, dass moderne Bauwerke die Symbolik des Turms in die Gegenwart transportieren. Das Europäische Parlament in Straßburg, das optisch an den unvollendeten Turm erinnert, wird etwa als neuer Turm von Babel bezeichnet. Manche Theorien verbinden diesen Bau mit einem angeblichen Streben nach einer Einweltregierung. Das Symbol des Turms steht hier für das Streben nach zentralisierter Macht. Verschiedene geopolitische Theorien behaupten, dass einflussreiche Gruppen daran arbeiten, eine Weltordnung zu schaffen, in der die Menschheit zentral gesteuert wird. Der Turm von Babel, so die Theorien, ist ein Symbol für diese Kontrolle. Saddam Husseins Babylon-Projekt wird in diesem Kontext als moderne Verkörperung des alten Babylon gesehen. Auch seine Idee, Babylon wieder aufzubauen, rührt an die uralten Mythen. Die Entwendung antiker Manuskripte nach seinem Sturz wird von manchen als gezieltes Verbergen alter, verbotener Geheimnisse gedeutet. Dies zeigt, dass der Turm von Babel auch heute noch als Projektionsfläche für das Streben nach Wissen und Macht steht. Der Turm von Babel bleibt ein Symbol für das Streben nach göttlicher Macht und Wissen. Die antike Geschichte zeigt, wie die Menschheit versuchte, über sich hinauszuwachsen und am Hochmut scheiterte. Der Turm stand nicht nur als Bauwerk, sondern als Symbol dafür, dass der Mensch sich selbst und seine Grenzen überwinden wollte. Doch die Götter griffen ein. War dies eine Strafe oder Schutz? Die Menschheit steht vor einer philosophischen Frage. Sind die göttlichen Grenzen, die uns gesetzt sind, eine Form der Fürsorge oder eine Begrenzung? Der Turmbau zeigt, dass jede Suche nach Wissen auch ihre Verantwortung birgt. In unserer modernen Welt wiederholt sich diese Suche nach dem Unbekannten. Die Entwicklung neuer Technologien und die Entdeckung der Geheimnisse des Universums zeigen, dass das Streben der Menschheit nach Wissen weiterhin besteht. Der Mythos des Turmbaus mahnt uns, das Gleichgewicht zwischen Fortschritt und Respekt vor den Grenzen zu bewahren, ein Balanceakt, der die Menschheit noch lange beschäftigen wird. Der Mythos des Turms von Babel hält uns bis heute einen Spiegel vor. Er erzählt vom unbegrenzten Drang der Menschheit, das Unbekannte zu erforschen, das Höchste zu erreichen und dabei manchmal zu weit zu gehen. Das Streben der Menschen nach Wissen und Macht führte zu ihrem Zerfall und zur Aufspaltung in Kulturen, Sprachen und Weltanschauungen. Doch hat sich wirklich etwas verändert? Die Legende erinnert uns daran, dass Fortschritt und Entdeckung auch Gefahren bergen. Wenn die Menschheit einst tatsächlich etwas so Großes erschuf, dass es die Götter auf den Plan rief, könnte auch unser heutiger Wissensdurst eine ähnliche Grenze erreichen. In der modernen Welt, wo Technologien in einem rasanten Tempo entwickelt werden, stehen wir erneut vor der Frage: Haben wir die Weisheit, unsere Entdeckungen verantwortungsvoll zu nutzen? Oder droht uns dasselbe Schicksal wie damals?
Der Turm von Babel erinnert uns daran, dass Wissen und Macht auch Demut verlangen. Und vielleicht ist die größte Herausforderung nicht, wie hoch wir klettern können, sondern ob wir die Grenzen kennen, die wir nicht überschreiten sollten. Was meinst du dazu? Glaubst du, dass die Geschichte des Turms von Babel bloß ein Mythos ist? Oder doch ein tiefgehendes Symbol für das ewige Ringen der Menschheit um Macht und Wissen? Teile uns deine Meinung unten in den Kommentaren mit. Wir sind gespannt darauf. Danke, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dich solche Themen interessieren und du nichts verpassen möchtest, abonniere gern unseren Kanal und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen. Wir freuen uns, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann und bleib neugierig.